Warum es sich lohnt, Herz der Finsternis zu lesen, von Michael Stavarič. Als Jugendlicher hatte ich damals Angst vor längeren Sätzen. Heute schreibe ich Bücher und lebe davon. Wer hätte das gedacht? Ich habe damals vor allem Comics gelesen und Bastei-Lübbe, Schundheftchen und Abenteuergeschichten. In der Schule musste ich irgendwann schwieriges Zeug lesen, Gedichte und so. Ich denke, ich mochte Gedichte, weil sie ohne lange Sätze auskamen. Und Beistriche, Großschreibung, Grammatik, das alles war unwichtig. Dann geschah es. Irgendwer erzählte mir von einem Buch, Herz der Finsternis, verfasst von einem Joseph Conrad. Ich dachte, es sei eine Horrorgeschichte, las ich schließlich auch gern. Kurz dachte ich auch noch, es sei vielleicht eine Art Gedichtband, düstere Zeilen über unglückliche Liebschaften und dergleichen. Falsch gedacht. Ich erinnere mich, dass ich das Buch zunächst gar nicht lesen wollte. Irgendwann ging ich aber doch in die Schulbibliothek. Das Buch war im Laufe etlicher Jahre nur 3-mal ausgeliehen worden. Ich war Nummer 4. Echt vielversprechend. Ich schlug es auf und begann zu lesen. Und endlich sank die Sonne in einem krummen und nicht wahrnehmbaren Sturz zum Horizont hinunter und war nun nicht mehr gleißend weiß, sondern dumpf und rot und ohne Strahlen und Wärme, als wolle sie gleich verlöschen, tödlich getroffen, weil sie jene Düsternis berührt hatte, die über einer Masse aus Menschen lastete. Ich dachte, wie cool geschrieben ist das denn? Es schien ein Abenteuerroman zu sein. Aber ich ahnte gleich, hier würde es um etwas Wesentlicheres gehen. Die Helden dieser Geschichte würden bestimmt nicht nur ein Abenteuer erleben, irgendein Monster bekämpfen. Hier wurde von Anfang an eine Düsternis beschworen, die uns alle etwas angeht. Und schon fuhren wir weiter in die Stille hinein, auf leeren, schnurgeraden Stromstrecken, um Biegungen ohne Laut, zwischen den hohen Mauern unseres gewundenen Wegs, die das Echo der wuchtigen Schläge des Heckrads wie einen schütteren Applaus klingen ließen. Wir waren Wanderer auf prähistorischer Erde, auf einer Erde, die wie ein unbekannter Planet aussah. Dieses Buch hat mich so bewegt, weil es alles beinhaltet, was eine gute Geschichte bieten muss. Aber worum geht es nun konkret? Vielleicht kennt ja jemand den Song von Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Da, 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 da. Stopp! Herz der Finsternis ist zunächst eine Geschichte der Belgier in Afrika und es schildert die brutale belgische Ausbeutung des Kongo. Sie veranschaulicht, wozu Menschen fähig sind, denen es einzig und allein um Profit geht. Ein Kapitän namens Marlo fährt darin mit einem Dampfschiff den Fluss Kongo hinauf, angeworben von einer belgischen Handelsgesellschaft. Insgeheim ist er ein Abenteurer, hat schon als Kind nach weißen Flecken auf Landkarten Ausschau gehalten. Der Kongo ist einer dieser geheimnisvollen Sehnsuchtsorte, auch wenn Marlo ahnt, dass dieser nur Finsternis beherbergt. Ein charismatischer Handelsagent namens Kurtz macht dort für Belgien ein Vermögen, indem er unvorstellbare Mengen Elfenbein heranschafft. Das geht nur mit Hilfe eines Terrorregimes, das er vorsorglich zu errichten wusste. Die Eingeborenen fürchten ihn und verehren ihn längst als Gott. Marlo will sich davon unbedingt ein Bild machen. Die Flussfahrt zum mittlerweile erkrankten Kurtz wird schließlich zu einem Albtraum. Die Hitze scheint unerträglich. Der Urwald wird zum Spiegelbild menschlicher Ängste. Nichts in diesem Land funktioniert. Marlo ist von Wahnsinn umgeben.
und muss allmählich darum kämpfen, nicht selbst wahnsinnig zu werden. Als er schließlich Kurts Behausung erreicht, erkennt er durch das Fernglas, dass diese von Pfählen umgeben ist, darauf aufgespießt Menschenköpfe. Als ich viele Jahre später Francis Ford Coppolas Apocalypse Now sah und realisierte, dass er Herz der Finsternis zum Ausgangspunkt seiner Vietnamkriegskritik gewählt hatte, die Geschichte also einfach vom Kongo nach Kambodscha verlegte, war ich schwer begeistert. Ich verstand, dass dieses Buch etwas erzählt, was überall und andauernd in der Welt passiert. Dass sich die Geschichte dazu eignet, das Grauen darzustellen, zu dem nur der Mensch fähig ist. Im Film wird etwa die mentale Belastung von Soldaten in kriegerischen Konflikten gezeigt. Marlowe widerfährt nichts anderes. Coppola beginnt seinen Film mit der Musik der Doors, The End. Bitte unbedingt anhören. Und natürlich auch den Film anschauen. Und dann das Buch lesen. Oder lieber umgekehrt, das Buch lesen und danach den Film anschauen. Und sich dazwischen vielleicht die Comic-Version der Geschichte zu Gemüte führen. Das Tolle bleibt, dass man sich Conrads Klassiker von verschiedenen Seiten nähern kann. Und obwohl das Buch schon im Jahre 1899 erschien, wirkt es nach wie vor unglaublich modern, zeitlos. Taucht also ab ins Herz der Finsternis. Es wird einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das verspreche ich. Es ist eine Mahnung, einander Respekt zu zollen. Es ist ein Aufruf, die Politik vermeintlich fortschrittlicher Staaten zu hinterfragen. Und wenn wir bedenken, dass riesige Teile Afrikas heutzutage unter dem Einfluss Chinas und anderer Global Player stehen, die sich dort Rohstoffe sichern, muss man sich ernsthaft die Frage gefallen lassen, ob die Kolonialzeit jemals zu Ende ging. Eine Stimme, sie war ernst, tief, schwingend, während der Mann zu flüstern schien. Er hatte jedoch genügend Kraft, unechte, kein Zweifel, uns alle fast umzubringen, wie ihr jetzt gleich hören werdet.